Hallo Freunde, willkommen bei der neuen Ausgabe der Schlachtnacht. Unseren X-Kandidat, der kennt ihr natürlich sofort. Also, einer der beliebtesten Modellautos überhaupt, nämlich der Nissan Skyline R34 GTR. Hier dargestellt von Solido. Er kam auf den Schrott, weil einfach nur so, um euch zu zeigen, was ihr für euer Geld bekommt. Ich meine, ich hätte schon ein Video von diesem Auto gemacht, aber jetzt noch einmal, weil ich in besserer Qualität, einen besseren Ton. Interessant anzusehen ist hier, als Beilage gibt es hier diesen Godzilla-Sticker Einsatz mit Paul Walker, Drift King, also im Zeichen von Burger King haben die Drift King gemacht, dann hier so ein Hasen und so ein Schnickschnack, Godzilla und dann hier das komische Monster, Eat Sleep, keine Ahnung. Und die Spiegel, die fehlen nicht, die liegen hier separat bei, die müsst ihr dann selber dran kleben. Das hat nämlich den folgenden Grund, hier hat er nämlich ein Transportband hier rum, um die Türen herum. Und durch Bewegungen während der Schifffahrt von Bangladesch nach hierhin kann das Transportbändchen nämlich runterrutschen und die Spiegel abreißen. Und deswegen haben die sich dann halt angewöhnt, einige Hersteller, dass die Spiegel separat verschickt werden. Also separat verpackt sind. So, der erste Eindruck ist nicht schlecht. Das Einzige, was mich ja so als auf den Anhieb stört, ist natürlich, dass die Motorhaube und Kofferraumdeckel nicht aufgehen, sondern nur die beiden Türen vorne. Und wie eben erwähnt, ist das Modellauto aus Bangladesch. Und da werden wir wahrscheinlich noch ein, zwei Details finden, die so halt typisch für Bangladesch sind. Wie bestimmt die zwei Schrauben hier in der Mitte. Ja, was mir auch noch nicht so schön auffällt, ist dieses abnormale wenige Gewicht. Das Modellauto ist zwar aus Metall, aber das Gefühl wiegt das 500 Gramm. Ne, also eigentlich nichts. Schade eigentlich, ne? Wenn man denkt, ja, das Ding ist aus Metall, das wiegt bestimmt eine Tonne, ne, weil ist ja hohe Qualität und nicht aus Kunststoff, irgendwie so ein Scheiß, ne? Nein, irgendwie fühlt sich das echt billig an. Es fühlt sich wirklich billig an. Aktuell liegt der Preis zwischen 35 und 60 Euro, wobei meistens aber eigentlich um die 40, 45 Euro, da ist er wirklich hauptsächlich vertreten. Die mit den 60 Euro, keine Ahnung, was die sich denken. So, dann wollen wir auch mal anfangen zu filetieren. Was steht denn hier unten drunter? Nissan Motor Corporation Ltd. Trendmarks. Achso, okay. Ja, der Unterboden ist wie immer sehr unspektakulär. Man hat sich zwar ein bisschen mehr Mühe gegeben als sonst. Und die Verarbeitung hier an den Kanten ist auch ganz sauber. Ich habe da viel schlimmere Bangladesch-Modelle gesehen, da hat man sich hier schon fast verletzt. Aber ich kann euch sagen, es kommt noch ein Bangladeschi. Einer wartet noch auf seinen großen Auftritt. Guckt mich schon ganz so doof von der Seite an. So. Ja. Chip. Oh, da sind ja noch mehr Schrauben. Nina. Kennt ihr Nina? Die Warn-App? Ich habe gerade eine Mitteilung bekommen. Bestimmt wegen Unwetter. So, jetzt müssen. Oh, da sind auch noch Schrauben. Alter, sind die Schrauben in Bangladesch umsonst? Guckt euch mal. Guckt euch die Tür mal an. Hört ihr das? Das ist die Tür. Die ist ausgeleiert. Und das ist Neuware, ne? So, da haben wir ihn noch. Den Burschen. Oh, schöne Sitze. Oh, gute. Ich glaube, die wollen mich verarschen, ne? Hinten machen die Gurte hier. Vorne keine. Auch fehlt das GTR-Zeichen auf den Kopfstützen. Und ich verstehe auch nicht, warum das so komisch silber schimmert. Seht ihr das? Das sieht aus wie Reflexion, aber ist Silber. Das sieht echt merkwürdig aus. Kein Teppich, gut. Aber irgendwie sieht das scheiße aus. Die Sitze irgendwie, keine Ahnung, sieht scheiße aus.
schöne Bremssattel. Also Solido macht echt schöne Felgen. Ne? Generell die ganzen Xo, Solido, MCG, die machen alle schöne Felgen. Ne? Die geben sich bei Felgen richtig Mühe. Gefällt mir gut. Aber dann vergessen sie immer in diesen Felgenfahren die Innenausstattung. Also die Innenausstattung bei Bangladesh Modellautos sind selten gut. Die Lippe hier vorne geht nicht ab. Für Leute, die sich das jetzt gerade fragen. Gerade Fragen. Gibt es auch schiefes Fragen? Krummes Fragen? Gut, es gibt ja durch die Blume Fragen. Das kann man auch nicht aufdrehen, weil das so doof genietet ist. Muss ich doch erstmal die Tür ausbauen. Oh, Gewitter. Hat gerade gedonnert. So, das ist jetzt die nächste Tür. Ja, toll, die Windschutzscheibe kaputt gemacht. Dabei wollte die eine unbedingt haben. Tja, Pech gehabt. Die Windschutzscheibe kaputt gegangen, ey. Ah, ist das ärgerlich. Bin ich einmal mit dem Werkzeug ein bisschen... Aber keine Sorge. Ich weiß, wenn du das Video jetzt guckst, der Skyline ist bei mir nicht selten. So. Einfach und das Armaturenbrett gerutscht und zack, war es schon vorbei. Alter, was ist denn hier los? Normalerweise kann man das einfach so abziehen. Also ich konnte es bis vor kurzem einfach so abziehen. Und das ist ja nicht der erste Skyline, den ich zerlege. Alter, bist du ein Kämpfer, richtiger Godzilla, ey. Ich weiß nicht, warum dieser Godzilla-Sticker dabei war. Ja, geht doch. Alter, geh doch jetzt einfach in deine Vorrichtung rein. Mein Gott. Oh, schönes Armaturenbrett. Ein schöner Bordcomputer. Das ist eigentlich ein bisschen unsauber geklebt, alles, aber es geht noch. Wir reden ja jetzt nicht von einem so teures Modellauto, also von daher alles gut. Und der Wert dieses Modellautos wird auch erstmal nicht so schnell steigen. Auch wenn einige Spekulanten schon mit Autoartpreisen rumhandeln, wird der hier nicht so weit kommen. So. Langsam aber sicher komme ich zum Ende. Und dann zum Fazit. Schön auch mit dem japanischen Kennzeichen, ne?
finde das gut, dass sie auch mal andere Kennzeichen nehmen, nicht nur die amerikanischen. Die Rücklichter kriegt man aber so nicht einfach raus. Ja, jetzt mache ich erstmal die Heckscheibe raus. Sonst habe ich gleich das nächste Problem. So, Moment, ich bereite gerade den Dremel vor. Einen Moment. So. Dremel ist vom Schmutz befreit. Fest. Alles klar, es kann losgehen. Bin mal gespannt, wenn er die Kamera umhaut. Gehen wir mal fix. Ja, das Problem mit den Rücklichtern wird auch noch gleich auftauchen. Ah, cool. Den Spoiler kann man abmachen, aber die Halterung nicht. Die sind aus Metall und sind fest mit der Karosse verbunden. So, oh, nochmal ein Schild. So. Das war's. Hier sieht man auch, dass man sich den Himmel gespart hat. Und hier auch das Auslackieren. Aber wollen wir nicht meckern, ne? Das Modellauto ist schon günstig genug. Da wollen wir jetzt nicht großartig meckern. Ja, die Rücklichter ausbauen ist ein sehr problematisches Thema. Weil normalerweise kann man die ja von innen ausdrücken. Ist aber hier nicht möglich. Man kann auch nirgendwo ansetzen. Das ist das Problem. Wenn ich jetzt irgendwo hier ansetze, ne, dann mache ich natürlich das Rücklicht kaputt. Hier gibt es keine Möglichkeiten. So. Kommt man nirgendwo richtig dran. Da macht man mehr Schaden, als dass es einem geholfen hat. Schade eigentlich. Ja, das war's. Das Skyline ist erfolgreich zerlegt worden. Im Großen und Ganzen für das Geld, was man bekommt, reicht das. Also für 40 Euro, da macht ihr definitiv nichts falsch. Ist ein schickes Modell. Absolut okay, aber rechnet halt nicht damit, dass es irgendwann mal ein teures Sammlermodell wird. Also das wird er nicht. Ich weiß, dass die zu Hunderttausenden produziert werden. Und ich weiß auch, dass Solido noch richtig viel auf den Markt wirft. Also da kommt noch mehr, noch viele Farben, noch vielleicht noch ein paar Rennversionen und andere Perversionen. Also da wird auf jeden Fall noch was auf uns zukommen. Das wird nicht der letzte Solido sein. So, 2 warten noch auf euch. Ja, heute ist eine lange Schlachtnacht. Bis dann. Ciao, Freunde.